Servus Leute und herzlich willkommen bei The Car Crash Review. Ich bin die Jessie und da hinten ist der Jan, der bereitet gerade das Auto schon vor. Was ich euch heute vorstellen möchte, Jan, die Felge da hinten ist noch ein bisschen dreckig. Ja, ich bin manchmal schon ganz schön fies. Und was werden wir heute gemeinsam machen? Wir haben euch ja bereits auf unserem Kanal den Jahrescross vorgestellt. Damals war es in Österreich. Damals konnten wir ihn nur einen Tag lang fahren. Und diesmal hatten wir ihn jetzt 2 Wochen lang im Test mit der Frontantrieb-Variante. Und um was soll es gehen? Einerseits soll es darum gehen, dass heute internationaler Wandertag ist. Wundert euch nicht, wir fahren sehr viele Fahrradfahrer rum und auch sehr viele Wanderer. Andererseits soll aber auch darum gehen, wie viel haben wir eigentlich im Alltag verbraucht? Wie gut ist dieses Auto? Braucht man eigentlich mehr Auto? Wie einfach lässt er sich putzen? Das kann Jan dann gleich bei der Fahrt berichten. Also ein klassisches Alltagsreview. Falls ihr darauf Lust habt, dann bleibt jetzt gerne dran. Abonniert auch unseren Kanal, denn hier gibt es jeden Tag ein Video von Jan oder auch von mir. Hier seid ihr bestens informiert. Und dann würde ich sagen, gehen wir erstmal los und schauen ihn uns etwas genauer an. Und beginnen wir als allererstes jetzt mit den Wettbewerbern. Da haben wir euch schon einige bei uns auf dem Kanal vorgestellt. Das ist unter anderem der Hyundai Bayon, der Nissan Juke oder auch der Opel Mokka. Schaut da gerne mal vorbei. Und schaut auch gerne mal bei unserem Kooperationspartner GoLeasy vorbei. Was machen die Jungs? Das ist eine Vergleichsplattform für Leasingangebote und die vergleichen für euch unter Anbietern wie Leasingmarkt oder auch Vehiculum. Und da findet ihr garantiert euren besten GoLeasy-Preis. Jetzt sprechen wir aber über den Jahrescross und den unterscheidet im Vergleich zum Jahres einiges, denn wir haben ein größeres Kofferraumvolumen, der ist länger, der ist höher, der ist hochgebockter, der hat sehr viel Offroad-Elemente. Hier in dem Fall ist es jetzt die frontangetriebene Version, den gibt es auch als Allradversion und vor allem unterscheidet ihn, dass wir eine höhere Sitzposition haben und genau das mag ich in diesem Auto total gerne. Jetzt sprechen wir aber erstmal über die Ausstattungsvarianten. Insgesamt gibt es 7 Stück, das ist relativ viel. Ich würde euch empfehlen, dass ihr mit der Basis anfangt, euch die genauer anschaut und dann dazu konfiguriert, was ihr wirklich braucht. Hier haben wir jetzt die Ausstattungsvariante Elegant, die ist schon relativ vollgepackt, beginnt bei 29.000 €, die Basis beginnt bei 22.000 €. Hier vorne am Logo sieht man dann die Elektrifizierung, denn wir haben jetzt eine blaue Farbe hier drin. Wir haben hier einen Vollhybrid jetzt bei dem Jahres und es gibt auch nur diese Motorvariante. Hier unten der Kühlergrill dann nochmal mit solchen silbernen Elementen, die sehr schick aussehen. Was nicht so schick aussieht, sondern eher rougher und offroadiger, ist hier der Unterfahrschutz. Den haben wir hinten noch größer. Gibt dem Ganzen natürlich ja so ein bisschen so ein Crossover-Design. Wir haben jetzt hier Leuchten, die nach vorne gehen, bisschen schlitzförmig sind. Ich mag auch sehr gerne die Lichtfahrsignatur. Optional bekommt ihr jetzt das LED-Licht mit Matrix-Funktion. Das haben wir jetzt hier auch drauf. Und generell zur Front, ich mag, dass sehr viel passiert. Wir haben sehr viele Sicken und Kanten und auch ein japanisches Design. Worauf ich stehe, man muss es aber mögen. Und wenn wir jetzt in die Seite gehen, sprechen wir hauptsächlich über die Unterschiede zum Jahres. Einerseits ist der jetzt hier 24 cm länger, nämlich 4,17 Meter, der ist 1,77 Meter breit, genauso wie der Jahres und auch deutlich höher, nämlich 1,60 Meter, insgesamt 9,5 cm höher. Wir haben eine Bodenfreiheit von 16 cm, also 3 cm mehr als beim Jahres und den gibt es jetzt optional als Allradantrieb, den habe ich euch damals schon in Österreich vorgestellt. Da haben wir dann hinten einen Elektromotor mit 5,3 PS bzw. 51 Newtonmeter maximales Drehmoment. Hier haben wir aber die frontangetriebene Version, da ist vorne dann ein 1,5 Liter Benzinmotor und auch ein Elektromotor. Über die Leistungsdaten erzähle ich euch später ein bisschen mehr. Und hier an der Seite seht ihr jetzt eben auch hochgebockt, man hat eine bessere Rundumsicht. Wir haben jetzt hier optional übrigens auch das Glasdach, es ist kein Glasschiebepanorama-Dach, wir schauen es uns gleich noch beim Innenraum ein. Und was ich auch sehr gerne mag, sehr viel Plastikbeplankung. Ist natürlich praktisch, wenn man irgendwo in der Stadt mal dagegen fährt. Andererseits sieht es auch echt cool aus. 16 Zoll beginnt das Ganze bei der Basis. Hier haben wir jetzt eine 18 Zoll Variante. Sehr schön so ein Bicolor, was ich ein bisschen schade finde. Hier hätte jetzt auch das Blau noch mal im Toyota-Logo sein können. Und das Plastik zieht sich jetzt hier an der Seite durch. Hier gibt es eine kleine Unterbrechung. Hier haben wir überall dann auch eben Schutz. Hier steht auch nochmal Jahrescross drauf. Ein großer Vorteil ist jetzt, wenn man die Tür aufmacht, dass man, wenn man da unten irgendwo dagegen knallt, geht halt nur das Plastik kaputt und kein Lack, was schon mal sehr gut ist. Bicolor-Version gibt es dann ab den höheren Ausstattungsvarianten. Bedeutet, dass ihr jetzt hier ein schwarz abgesetztes Dach habt. Ihr bekommt den aber auch in komplett Silber. Die Farbe kostet übrigens 650 € Aufpreis. Ich mag das Design aber total gern. Hier seht ihr dann auch schon mal das Dach. Das schauen wir uns aber von innen nochmal an. Da wirkt es deutlich besser.
Haifischflosse da oben dann auch nochmal. Heck ist sehr sportlich designt. Wir haben jetzt hier einen runtergezogenen Dachkantenspoiler, der auch sehr tief über das Heckfenster geht. Hier in der Mitte dann wieder das Toyota-Logo. Und nein, es ist keine durchgehende Leuchte, sondern hier in der Mitte haben wir einen Reflektor. Hier an den Seiten dann eben die LED-Leuchten, gehen eben rüber in die Kofferraumdeckel. Finde ich sehr, sehr schick. Ich mag das Design, geht auch sehr weit nach vorne, aber sehr viel Klavierlack, das muss man mögen. Was man auch mögen muss, ist hier dieser große Unterfahrschutz, den wir jetzt hier haben. Sehr viel Plastik, sieht aber eben offroadiger aus. Hybrid steht jetzt hier auf der Seite nochmal drauf, Jahres auf der anderen. Und der zieht jetzt 750 Kilo. Das ist in Ordnung für die frontangetriebene Version. Großer Vorteil jetzt bei dem Cross ist, dass wir 100 Liter mehr Fassungsvermögen haben als eben beim Jahres. Und ich würde sagen, wir schauen uns den Kofferraum mal gemeinsam an. Einerseits haben wir jetzt hier eine sehr praktische Matte, die vor Schmutz oder so schützt. Oder man kann hinten auch mal den Hund reinpacken. Wir haben ja bei unserem Nachbar immer ab und zu die Pflege von einem Labrador. Den könnte man jetzt hier hinten auch drauf packen, da würde nichts dreckig werden. Und dann habt ihr hier eine zweigeteilte Möglichkeit, den doppelten Ladeboden zu enthüllen. Einerseits hier, dann auf der anderen Seite. Und hier ist der große Unterschied im Vergleich eben zum Allrad, denn die Allradversion hat diese Variante hier hinten nicht. Da sind dann 30 Liter weniger. Hier haben wir jetzt 397 Liter Fassungsvermögen, sonst wären es eben 367 Liter Fassungsvermögen. Und wir können die Rückbank natürlich auch umklappen. Und da finde ich schon mal sehr, sehr gut, dass der Kofferraum für mich ausreichend groß ist. Wir waren damit auch in Frankreich einkaufen. Das ist ja bei uns immer sehr praktisch, da wir an der Grenze leben. Das Ding hier geht auch sehr einfach auf. Man kann es auch relativ einfach verstauen, weil es eben flexibel ist. Einziger Kritikpunkt ist hier oben eben diese kleine Öse. Die hätte ein bisschen besser verarbeitet sein können. Und als nächstes klappen wir hier hinten mal die Rückbank um. Ich komme jetzt hier mit meinen 1,64 Meter sehr einfach ran. Ich muss mich nur leicht vorbeugen. Funktioniert auch ganz einfach unter Druck. Und jetzt seht ihr eben hier das ganze Kofferraumvolumen von 1097 Liter. Was ich nicht so gerne mag, ist, dass wir jetzt hier an der Seite so eine Stufe haben. Das wäre besser gewesen, hätte man die eben nicht. Diese Matten, die da drauf sind, kriegt ihr eben optional dazu. Aber was wir jetzt als nächstes machen, ist, dass ich jetzt hier das ganze Kladderadatsch mal nach hinten wieder reinpacke. Und jetzt euch erstmal frage, würde euch der Kofferraum reichen? Ich finde 1000 Liter ist absolut okay. Ich brauche nicht mehr, aber ich bin ja auch eine kleine Frau. Jan braucht auch nicht mehr bei uns im Alltagstest. Jetzt ist das ganze Zeug wieder drin. Wir machen hier hinten jetzt auch noch zu. Elektrische Heckklappe ist auch von Vorteil, sehr komfortabel. Und gehen gemeinsam noch auf die Rückbank. Meine Größe habe ich euch hier gerade schon verraten. Und dann schauen wir mal, wie viel Platz ich da hinten habe. Kommt mit! Ja, hier hinten angekommen seht ihr, die Sitze sind unterschiedlich eingestellt. Das ist natürlich jetzt nicht sehr gut. Hier auf meine Größe, hier auf Jans Größe. Ihr habt doch gerade gesehen, die Bank ist nicht richtig umgeklappt, deshalb, ja, ich habe genug Platz. Nach vorne hin sind es jetzt bei meiner Größe auf jeden Fall 2,5 Fäuste. Hier beim Jan passt es auch. Ich rutsche vielleicht mal durch, dass ihr es seht. Eine Faust ist absolut in Ordnung. Aber mein absolutes Highlight ist hier hinten das Glasdach. Schaut es euch mal mit mir gemeinsam an. Das ist wirklich sehr, sehr groß. Geht tatsächlich auch bis hier hinten. Was wir machen können, ist es auch hier so manuell zumachen. Das ist okay. Es ist jetzt keine elektrische Variante. Am Anfang muss man ein bisschen gucken, wie man das aufbekommt. Dann geht es aber einfach, denn man muss hier einfach Push draufdrücken und dann fährt es automatisch wieder nach vorne. Ist Bestandteil des Vision-Pakets. Bedeutet, da habt ihr dann eben diesen Schließmechanismus, ihr habt das Dach und auch das Head-Up-Display, das zeige ich euch dann später noch. Jetzt sprechen wir noch kurz über die Sitze. Hier haben wir jetzt Teilleder, in der Mitte braun. Im Konfigurator heißt es Taupe, Taub. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wie man das genau ausspricht. Hier haben wir dann auch ein sehr schönes Muster nochmal im Rücken. Keine Mittelarmkonsole. Und sonst gibt es hier gar nicht so viel zu zeigen. Vielleicht werfen wir gemeinsam noch einen Blick in die Tür. Stoff, relativ viel Hartplastik. Kritikpunkt ist für mich, dass wir jetzt hier den Türöffner nicht noch in einem Aluminium oder so haben. Der ist wirklich komplett aus Plastik, das finde ich ein bisschen schade. Und hier unten hätte jetzt auch noch ein bisschen mehr Platz sein können, aber sonst sehr gut verarbeitet. Als nächstes gehen wir jetzt gemeinsam vor. Ich mache euch mal die Motorhaube auf und wir besprechen jetzt gemeinsam noch die Leistungsdaten von dem Motor, den wir jetzt hier drin haben. Ja, und jetzt sprechen wir hier drüber. Wir haben jetzt hier einen 1,5 Liter Benziner mit 92 PS und einen Elektromotor mit 80 PS.
Zusammen ergeben die dann eine Systemleistung von 116 PS. Newtonmeter ist relativ kompliziert. Der Verbrenner hat 120 PS, 120 Newtonmeter. Der Elektromotor hat 141 Newtonmeter und der hinten hätte dann noch, wenn man ihn optional dazu hätte, 51 Newtonmeter maximales Drehmoment. Ich habe keine Zahl gefunden, wie das dann kumuliert wäre. Man kann es ja nicht einfach addieren, da die Motoren ja auch etwas unterschiedlich miteinander arbeiten. Deswegen auch nur die 116 PS. Wir haben jetzt hier eine 4,3 Kilowattstunden fassende Batterie. Bedeutet, ihr könnt auch 3 bis 4 Kilometer rein elektrisch fahren und der große Vorteil ist jetzt hier, dass wir einen Vollhybriden haben, kein Mildhybrid. Großer Vorteil ist jetzt eben, dass ihr den nicht extern laden müsst. Nachteil ist natürlich auch, dass ihr ihn extern nicht laden könnt. Viele können das aber auch nicht im Alltag, denn viele leben in der Stadt, wenige haben eine Wallbox oder können auch auf ihre Arbeit laden. Ihr habt eine Reichweite von 3 bis 4 Kilometer rein elektrisch, leider nicht mehr. Andererseits wird eben durch die Rekuperation der Akku immer wieder aufgeladen. Das passiert von allein und ihr müsst euch eigentlich um nichts anderes kümmern. Was wir jetzt als nächstes machen, ist vielleicht noch darüber sprechen, dass RV Max 170 km/h fährt, in 11,2 Sekunden auf 100 ist. Und der große Vorteil von einem Vollhybriden ist, dass wir jetzt hier einen Verbrauch von 5 Liter eingegeben haben. Das ist sehr, sehr gut. Wie viel wir jetzt hier bei uns im Alltagstest verbraucht haben, besprechen Jan und ich gleich gemeinsam bei der Fahrt. Erstmal zeige ich euch jetzt hier vorne aber den Innenraum und würde sagen, ihr kommt mal mit. Und weiter geht es jetzt hier mit dem Innenraum. Es ist echt total verrückt. Es ist der 31. Dezember und wir haben gerade gefühlte 18 Grad. Schon ziemlich schön. So darf das Jahr auch enden. Aber jetzt quatsch ich nicht mehr so lange, denn wir besprechen jetzt hier den Innenraum. Erstmal zu den Sitzen. Wir haben jetzt hier in der Basis eigentlich nur Stoffsitze. Bei der Elegant-Ausstattung haben wir jetzt hier Teilleder, hier unten eben Stoff. Ich mag das Muster total gerne. Farbe ist Geschmackssache, aber sie sind vor allem sehr bequem, sehr weich, geben leichten Seitenhalt. Ihr seht es jetzt auch, die sind wirklich super weich gepolstert. Ich drücke hier nur ganz leicht rein, hier auch an der Seite. Kopfstütze kann man eben auch nach oben und nach unten fahren. Ich mag die Sitze, wir sind damit auch sehr lange Strecken gefahren. Ich hatte nie Poposchmerzen oder Rückenschmerzen. Schaut bei mir mal gemeinsam in die Tür. Die ist jetzt besser verarbeitet als auf der Rückbank. Wir haben auch so eine kleine chromfarbene Zierleiste oben. Relativ viel Stoff, nur auch der Türgriff ist leider wieder aus Plastik. Das verstehe ich nicht. Kleine Änderung macht so viel aus. Aber irgendwo muss man ja vielleicht auch am Preis sparen, nur da hätte ich es tatsächlich nicht gemacht. Unten passt eine 1,5 Liter Flasche rein, was sehr gut ist. Wir haben jetzt hier keine Einstiegsleiste, brauche ich aber nicht unbedingt. Und vor allem jetzt hier auch sehr zurückhaltende Fußmatten. Was wir auch haben, ist hier vorne ein Navigationssystem, relativ klein, aufgesetzt hier mit Klavierlack. Hier eine Ablagefläche, in die man beispielsweise auch ein Handy legen kann. Ich mache euch das jetzt mal hier rein. Es passt ein Handy sehr gut rein. Wir haben hier unten auch eine induktive Ladefläche. Kann ich mein Handy drauflegen und es lädt eben. 12 Volt Steckdose ist hier auch noch. CVT-Getriebe haben wir jetzt hier. Unten im Battery Mode besprechen wir dann auch gleich noch bei der Fahrt. Kamera, Drive Mode, EV Mode, auch noch bei der Fahrt. Und hier unten, total nett, Toyota macht uns immer so Desinfektionsmittel rein, was sehr gut ist. Und hier haben wir aber sonst nicht sehr viele Staumöglichkeiten. 2 Cupholder und hier, so sieht der Schlüssel aus. Aber was wir jetzt als nächstes machen, ist hier oben noch kurz das Dach anschauen, bevor Jan reinkommt. Und seht es auch mal von vorne. Und hier ist jetzt die Sache, ich kriege das hier zwar zu, aber da hinten komme ich nicht dran. Da bin ich zu klein für, das ist ein bisschen schade. Jan kommt aber dran mit seinen langen Prang. Ich aber leider nicht, das ist halt ein kleiner Kritikpunkt. Machen wir jetzt wieder auf und ich würde sagen, Jan kommt jetzt mal rein. Wir sprechen jetzt nämlich hier vorne noch über das, was mich zum Auto verbindet, und zwar ist es das Lenkrad. Das ist jetzt hier teilweise mit Leder, teilweise mit Plastik. Hier in der Mitte das Toyota-Logo, überall noch Knöpfe. Wir haben jetzt hier keine digitalen Flächen. Sprachsteuerung habt ihr jetzt hier, könnt ihr auch die Lautstärke eben anpassen, lauter und leiser machen. Und hier drüben dann eben die Assistenzsysteme, Spurhalteassistent bzw. eben Limiter und Tempomat und hier unten eben dann auch das alles, um das einzustellen. Hier vorne habt ihr dann ein Cockpit, was ihr euch noch mal ein bisschen genauer anschauen könnt. Da könnt ihr dann euch verschiedene Dinge anzeigen lassen. Besprechen wir dann auch noch später gemeinsam. Was wir jetzt machen, ist uns noch kurz das Head-Up-Display anschauen. Geht mal da kurz nach oben. Ich hoffe, ihr seht es. Das ist echt groß und ist in diesem Visionspaket dabei. Es zeigt mir die Assistenzsysteme an, wie schnell ich fahren kann, wie schnell ich fahre. Alles, was ich eben brauche, gibt es für 790 € dazu, plus eben dieses schöne Dach. Als nächstes sprechen wir hier vorne noch über das Infotainment-System. Sehr einfach zu steuern, funktioniert hier einerseits eben per Touch oder hier eben auch per Knopfdruck. Kann hier jetzt drauf drücken, kann auf Karte drücken beispielsweise. Navigation funktioniert auch sehr gut. Audio, Apple CarPlay, Android Auto. Hier ist die Map dann auch nochmal. Könnt ihr dann eben auch ins Suchfeld gehen und euch eben die Adresse reintragen. Und das war es hier eigentlich auch. Hier drüben habt ihr eben noch die Phone-Verbindung, die ihr einstellen könnt über Bluetooth.
Lautstärke, funktioniert noch per Drehregler, der übrigens sehr weich gepolstert ist, das mag ich ganz gern. Und das war es hier vorne auch schon, mehr kann man sich eigentlich nicht anschauen, ist übersichtlich, ausreichend und es überfordert mich auch nicht. Hier unten ist die Klimaautomatik, könnt ihr hier in der Stufe einstellen, je nachdem wie stark ihr das Gebläse haben möchtet. Hier unten könnt ihr sie dann auch komplett ausstellen und hier dann eben, ich mache es euch nochmal an, hier dann eben die Temperatur, alles was man braucht, Sitzheizung eben auch, da ist noch dieser Schalter ein bisschen alt aussehend, Low bzw. High. High ist wirklich sehr, sehr heiß, hier ist es eben ja ein bisschen schwächer und ihr habt hier auch unten noch eine Lenkradheizung, die findet ihr hier. Die muss ich leider ein bisschen kritisieren, weil wenn man die anmacht, zeige ich euch mal, wo es heiß wird. Und zwar wird es nur hier und hier heiß, natürlich hat man hier hauptsächlich die Hand, aber hier oben und unten ist es komplett kalt. Das finde ich ein bisschen schade, weil manchmal halte ich das Lenkrad auch hier unten. Was wir jetzt aber als nächstes machen, ist gemeinsam losfahren. Jan und ich gemeinsam. Dann quatschen wir ein bisschen, wie das so im Alltag war. Kommt mit. Das Wandern ist des Müllers Lust. Gott, geh mir die Wanderer heute auf den Sack. Vor allem als Filmer hängt ja immer einer im Nacken drin. Darf man das sagen im Internet? Nee, ist ja schönes Wetter. Ist doch klar, dass die Leute rausgehen. Noch einmal wandern jetzt hier in 2021. Ich bin ja heute eigentlich nur Bittsteller, Autoputzer, Fleet Manager und Co-Kommentator bei der Fahrt. Hier ist der Star. Was wir als erstes machen, ist jetzt mal den Motor starten, weil genau darum geht es jetzt, die Fahrt. Und ihr hört jetzt, der startet. So fährt übrigens alles da vorne rein. Toyota-Zeichen kommt da vorne dann auch nochmal. Hier dann auch. Head-Up-Display ist jetzt auch am Start. Ihr hört jetzt nichts, weil wir erstmal rein elektrisch anfangen. Und ich wollte euch noch eine Sache da vorne zeigen, und zwar ist es das Cockpit. Da könnt ihr euch jetzt verschiedene Sachen anzeigen lassen, wie beispielsweise den Verbrauch. Der ist jetzt gespoilert, da wir ein bisschen weniger verbraucht, als jetzt da steht. Und vor allem habt ihr hier jetzt eine Energieflussanzeige und auch eben nochmal die Übersicht, wie der Reifendruck ist. Und damit fahren wir jetzt eben los, weil ich möchte euch die Energieflussanzeige zeigen. Fenster machen wir jetzt auch zu, auch wenn Jan schwitzt. Das ist sein ständiges Problem, er schwitzt ganz oft. Und wir gehen jetzt hier gemeinsam auf D. So, sind jetzt in D, fahren gemeinsam los und erstmal mochte ich jetzt in unserem Alltagstest sehr gerne, dass ich hier irgendwie ein bisschen erhöht sitze, aber nicht zu hoch. Man fährt jetzt nicht ein riesiges SUV, sondern ein kleines SUV und man fährt einen Vollhybrid und macht damit auch irgendwie ein bisschen was für die Umwelt. Muss nicht stressig laden, viele Vorteile, die das Auto mit sich bringt. Was jetzt beim Fahren wichtig ist, neben dem, dass man hoch sitzt, die Lenkung ist extrem angenehm. Das mag ich total gern. Ich weiß nicht, wie du es fandest, Jan, aber ich fand die sehr weich und ich mag weiche Lenkungen. Wie geht's dir? Hat eine Frage? Ja. Also erstmal, ich schwitze nicht. Ich habe kein Schwitzproblem. Überhaupt nicht. Guck mal, jetzt passiert was Spannendes. Da Hier geht einer pinkeln. Geht einer pinkeln mit seinem Benzer und die Ausmaße waren ganz gut. Jedenfalls, ich schwitze nicht. Das ist das Wichtigste erstmal. Wie? Du willst jetzt was wissen von mir nochmal? Wie du die Lenkung fandest. Ein bisschen langsamer, Jessica, das sind Menschen. Ja. Wir mögen zwar keine Fußgänger hier, aber wir töten sie auch nicht. Ne? Die Lenkung, ich fand die Lenkung cool. Die ist eher komfortabel, also gemütlich, wie man auf Badisch sagt, abgestimmt. Und es gibt ja auch noch den Power-Modus. Ne? Ja, da sprechen wir gleich drüber, wenn wir da vorne an dem Traktor vorbei sind. Aber erstmal die Lenkung. Schiss? Ja, ein bisschen Schiss. Aber jetzt Chicken können wir Game. was machen. Wer zuerst bremst, Jetzt verliert. guck mal, jetzt können wir nämlich hier ein bisschen mit dem rechten Rad hoch, kommen hier auch viel einfacher vorbei. Hallo, danke. Der sieht jetzt das wie ein Film, der denkt jetzt Jessie, auch. hast du Pearl Harbor geguckt? Chicken Game. Du hast verloren. Ja, ich habe verloren. Wo geht's jetzt runter? Da lang, oder? Geradeaus, okay. Ja, jetzt sprechen wir über die verschiedenen Modi und die könnt ihr jetzt hier einstellen. Und zwar gibt es einmal Eco, Power und den EV-Knopf. EV-Mode heißt, wenn die Batterie nicht schwach ist, kann man eben rein elektrisch fahren. 3 bis 5 Kilometer Reichweite ist für mich okay, damit kommt man jetzt natürlich nicht sehr weit. Der Hybridantrieb ist natürlich auch sehr gut, weil er boostert. Heißt, wenn wir jetzt aufs Gas drücken, haben wir eben nochmal eine Unterstützung von der Elektromotor bzw. eben von der Batterie, was gut ist. Dadurch ist der Verbrauch Batterie ein bisschen... lädt den Motor, der Motor unterstützt dann. Genau. Hallo, guten Tag. Rainer war richtig wütend. Rein elektrisch. Ihr hört auch so einen leisen Ton. Ich bin mal ganz still. Reiner elektrisch. Den finde ich sehr angenehm, guter Ton. Wenn wir jetzt aber die Drive Mode wieder hier durchseppen, sind wir eben wieder im Power. Ihr seht da vorne dann eben auch die Verteilung, beziehungsweise hier eben, ob der Verbrenner dazu kommt oder eben auch nicht. Ich bin ganz ehrlich, ich bin die meiste Zeit in Eco gefahren und genau jetzt geht es ja um den Verbrauch. Wir haben 5,5 Liter gebraucht, damals bei unserem Test.
In Österreich war es ein bisschen weniger, jetzt ist es ein bisschen mehr. Wahrscheinlich liegt es daran, dass wir einfach viel mehr Autobahn gefahren sind und vor allem auch viel schneller. Vor Max fährt er jetzt 170 km/h. 11,2 Sekunden auf 100 ist eigentlich auch easy peasy. Und was wir jetzt gleich machen, ist da vorne, was ich sehr gut finde, Wendekreis besprechen. Erstmal CVT-Getriebe, wollte ich noch kurz sagen. Bevor Darf ich was dazu sagen? Ja. Verbrauch überragend. Ich bin selten Auto gefahren mit Benziner als Vollhybrid, der so wenig gebraucht hat. Da braucht man aus meiner Sicht keinen Plug-in-Hybriden. Da ist ein Hybrid sinnvoller. Du kannst hier nicht wenden, weil... Doch. Wir wenden hier, denn da parken zwar Autos, aber ich möchte es euch trotzdem mal zeigen. Stresst uns nicht. Stresst uns nicht. Jetzt guckt mal, okay, es klappt nicht, Jan hat recht. Er hat recht, wir fahren jetzt hier runter, ein bisschen über das Geröll, weil wir haben ja einen Halb-Offroader hier. Ja, okay, 10,6 Meter ist echt ein guter Wendekreis. Ich habe gehofft, ich kann es euch zeigen. Vielleicht habe ich mich ein bisschen verschätzt. Wie war es denn mit der Geländetauglichkeit, Jessie? Ist in Ordnung. Wir haben jetzt hier den Frontantrieb. Beim Allradantrieb war es ein bisschen besser, aber es ist kein Geländeauto. Was denkst du? Was haben wir besprochen, wenn wir Auto fahren? Beide Hände ans Lenkrad. Sehr gut. Jan würde ja eigentlich viel lieber gerne ein Comedy-Programm machen. Ich bin total dagegen. Schreibt uns mal in die Kommentare, ob er Stand-up machen sollte oder nicht. Ich bin dagegen. Du wolltest jetzt nicht rauspissen, dass du nie irgendwie was Offroadiges gemacht hast. Der ist Offroadig, so Offroadig wie ich Usain Bolt überhole wahrscheinlich auf 100 Meter. Der hat eine ganz gute Bodenfreiheit, der hat kein Allrad, das war's. Ja. Was mir aufgefallen ist beim Beschleunigen, ist noch eine interessante Sache, weil ich finde, er hat so ein bisschen, also er hat einen großartigen Verbrauch, aber er hat ein bisschen wenig Bums. So wie es halt ist im Leben. Ne? Ich zum Beispiel, gemütlicher Typ, aber auf 100 Meter... Die ersten 10 Meter sind gut. Ja. War aber auch mal besser früher, damals. Als du noch jung warst. Ja, Beschleunigung schauen wir uns jetzt gemeinsam an. 11,2 Sekunden sind... Ja, in Ordnung. Ich finde ja eigentlich auch, dass Jessie manchmal spricht wie so eine Lehrerin. Ich finde das mega. Aber jetzt beschleunigen wir mal durch, Sekunden, und schauen uns mal an. Hier würde ich bremsen an der Stelle. Und dann schauen wir uns mal an, ob wir bis zum Ortsschild da vorne auf 100 kommen. Richtig durchpinseln? Ich glaube nicht. Und let's go. Gib ihm. Da vorne seht ihr auch, was da alles arbeitet. Alles. Du hast halt nicht in Power geschaltet, ne? Egal. Ja, 100. Als nächstes zeige ich euch jetzt noch ganz kurz die Assistenten. Die findet ihr hier. Ich habe es euch ja schon gesagt. Hier habt ihr dann einen Spurhalteassistent. Ihr habt hier einen Limiter bzw. ein Tempomat. Könnt ihn eben hier auch einstellen. Was wir jetzt aber als nächstes machen, ist gemeinsam zurückfahren und dann zauber ich euch ein Fazit. Kommt mit. Weiter geht's jetzt mit meinem Fazit und erstmal vielen Dank, Jan, dass du die Autos immer so ordentlich für mich putzt. Ich mache das für ihn ja auch, wenn er moderiert. Wir teilen uns alles, sogar die Zahnbürste. Was wir aber jetzt machen, ist nicht über Jan und mich sprechen, sondern über den Jahrescross. Und ich habe euch ja eingangs gefragt, braucht man mehr Auto? Ich finde nicht. Warum ist das so? Einerseits mag ich die Ausmaße vom Jahrescross. Der ist nicht zu groß, der ist nicht zu klein. Man sitzt aber sehr hoch, hat eine sehr gute Rundumsicht. Wir haben jetzt hier mehr Kofferraumvolumen als beim normalen Jahres, insgesamt 1100 Liter. Das reicht für mich absolut. Rückbank ist okay, da können wir vielleicht ein bisschen mehr Platz haben, aber für das Segment ist es echt gut. Ja, ein bisschen Gelände kann er auch. Es ist kein Offroad-Auto, da würde ich wahrscheinlich eher einen Suzuki Jimny wählen. Wir haben sehr viel Infotainment, Knöpfe, es ist nicht zu digital und für mich absolut ausreichend. Vollhybrid finde ich auch sehr gut, denn man hat nicht den Stress vom externen Laden, man hat nicht den Stress eben, dass man einen Plug-in-Hybrid hat. Man muss sich keine Wallbox installieren, aber kann trotzdem eben 3 bis 4 Kilometer rein elektrisch fahren und hat eben viele Vorteile und aber auch einen sehr guten Verbrauch. Und das hat ein Plug-in-Hybrid ganz oft nicht. 5,5 Liter jetzt bei uns im Alltagstest haben mich wirklich umgehauen. Das heißt, im Unterhalt ist der auch wirklich klasse. Wenn wir jetzt gemeinsam darüber sprechen, was er kostet, beginnt er bei 22.000 €, das habe ich euch eingangs ja schon gesagt. In der Elegant-Ausstattung-Variante beginnt er dann bei 25.000 € und so wie er jetzt hier steht, ungefähr bei 29.000, 30.000 €. Das ist gut, die Allrad-Variante beginnt übrigens dann auch bei 29.000 €. Auf die würde ich aber verzichten, die bräuchte ich nicht. Der Frontantrieb hat mir jetzt im Alltag absolut ausgereicht. Falls euch das zu teuer sein sollte, dann könnt ihr gerne mal bei unserem Kooperationspartner GoLeasy vorbeischauen. Was machen die Jungs? Das ist eine Vergleichsplattform für Leasingangebote und die vergleichen für euch unter Anbietern wie Leasingmarkt oder auch Vehiculum und da findet ihr garantiert euren besten GoLeasy-Preis. Hier seid ihr aber gelandet bei The Car Crash Review. Hier gibt es jeden Tag ein Video von Jan oder auch von mir. Hier seid ihr bestens informiert. Abonniert gerne den Kanal, würde mich tierisch freuen und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, Freunde. Bis dann!
Ja, kurze Frage. Wir machen ja die Fahrten zurzeit immer zusammen und gefällt euch das? Gefällt euch das nicht? Jessie meint, ich wirke oft arrogant. Arrogant wirken will ich nicht. Bin ich hoffentlich auch nicht. Schreibt es gerne in die Kommentare. Falls nicht, schreibt rein, Jan ist der beste Autoreviewer der Welt oder Jessie. Aber Jessica Maniac, wollte euch was erklären? Ja, und zwar habe ich noch 2 wichtige Sachen vergessen, beziehungsweise 3. Wir haben hier ein ECVT-Getriebe, sehr, sehr wichtig. Das wird manchmal ein bisschen laut, ihr hört es jetzt gerade. Da muss man sich dran gewöhnen, das muss man auch mögen. Ich fand es jetzt im Alltag nicht schlimm. Wenn man aber mal so einen Berg leicht drauf fährt, dann dreht es schon relativ hoch. Dann das nächste, wir haben jetzt hier noch so einen B-Modus. Wenn ich den jetzt nach hinten ziehe, rekuperiert der stärker. Und jetzt wird es spannend, was ist Rekuperieren eigentlich? Der dient der Elektromotor gleichzeitig als Generator und lädt den kleinen Akku, den wir jetzt hier dabei haben, eben nochmal auf. Deswegen ist es hier auch so praktisch. Ich gehe mal vom Gas, deswegen ist es hier auch so praktisch. Ja, da ist es grün, der lädt jetzt auf, weil ich vom Gas gehe oder eben dann auch bremse. Bei dem B-Modus geht es dann eben deutlich stärker, auch wenn man schon vom Gas geht. Und da ist jetzt eben wichtig, dass man sich den kleinen Akku, den wir dabei haben, aufladen kann. So, willst du noch was dazu sagen, Jan? Hast du fast perfekt erklärt. Ja, andersrum als Generator. Ich bedanke mich fürs Zusehen und schickt Jessie Rosen mir eure Unterwäsche. Ciao, tschüss.